Sonst wollte ich euch noch eine Sache zeigen, und zwar von Timeless. Das habe ich euch auch schon mal auf Instagram präsentiert. Und zwar, wir haben eine Kooperation mit einer Webseite, wo man Teile von Artikeln erhalten kann. Wir machen in der Regel nur Werbung, mag auch schon mal anders sein, wenn die von uns Uhren kaufen. Das heißt, die haben sich bei uns eine Uhr ausgesucht, oder ich habe ihnen gesagt, welche Uhr gut wäre. Und zwar geht es jetzt hier um diese GMT Master 2. Das war so die erste Uhr, die wirklich ein Sportmodell genommen hat und ein grünes Ziffernblatt mit Gelbgold gemacht hat, noch vor der Daytona. Und ihr könnt hier zu einem Preis, also die kostet im Markt ungefähr 45.000 Euro. Sie wird jetzt auf Verkauf für 42.000 Euro. Und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt einfach auf der Webseite einen Anteil davon wählen. Wenn ihr Neukunde seid, bekommt ihr noch 10 Euro Rabatt. Ihr könnt die ganzen Sachen später auch dann noch handeln. Das heißt, wenn ihr die dann vor dem Asset-Verkauf handeln wollt, die Anteile loswerden wollt, könnt ihr das auch machen. Genau, und diese Uhr hatten wir bei uns vorher im Online-Shop und haben sie dann tatsächlich an die Jungs von Timeless gegeben. Und hier haben wir auf jeden Fall ein gutes Modell zu einem annehmbaren Preis. Daytona, wisst ihr, in Gelbgold mit grünem Ziffernblatt kostet 80.000 Euro. Und diese Uhr hatte auch einen Vorbesitzer, den ich sehr gut kenne, und die Uhr habe ich damals, als ich noch beim alten Arbeitgeber war, an ihn, glaube ich, verkauft. Und also die Uhr war sehr, sehr lange bei jemandem und die ist in einem exzellenten Zustand und die eignet sich halt so als, ne, wenn man jetzt sagen möchte, man hat Interesse daran, man möchte mal da ein bisschen was investieren, dann kann man das gerne mal ausprobieren. Also generell bei Timeless, ihr habt halt super viele verschiedene Artikel, wo man was machen kann. Es gibt Autos, es gibt Schuhe, es gibt seltene Kunstartikel und so weiter. Und hier hat man die Möglichkeit, immer Anteile zu haben. Das heißt, es gibt einen Artikel und man teilt den in viele Anteile auf. Und falls man sich dort angesprochen fühlt und sagt, ja, hatte ich Bock drauf, dann kann man das Ganze hier halt kaufen und später dann auch noch handeln. Der Exit sieht immer so aus, sagen wir mal, ihr kauft einen Anteil davon, ihr könnt einfach warten, bis das Ganze verkauft wird. Also das heißt, irgendwann wird die Uhr dann von Timeless verkauft zu einem etwas höheren Preis, sollte ja dann hoffentlich der Fall sein. Und so habt ihr dann, ja, kriegt ihr dann halt mehr Geld zurück als das, was ihr investiert habt, als klassisches Investment. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, Anteile vorher zu verkaufen. 5 Jahre soll das Ganze gehalten werden. Also 5 Jahre soll der Artikel bei Timeless bleiben, bevor er dann wieder verkauft wird. Lest euch das Ganze durch. Die Uhr kommt von uns, mit der ist alles super. Und ja, wenn ihr euch damit angesprochen fühlt, dann ist das vielleicht etwas für euch. Seine Uhrenkollektion, boah, ich höre der Typ, ne? Ey, Junge, der Typ macht mich fertig. Aber wir könnten eigentlich bei ihm reingehen. Das ist also wirklich manchmal, der triggert mich so heftig. Aber wir gehen mal rein. This is arguably one of the most extraordinary watches in the world. Look at that. This is just incredible. Every time I look at this watch, Da muss ich sagen, ich finde es cool, weil die Uhr speziell für ihn gemacht wurde. Normalerweise, wir kennen ihn, weil er immer so komische Witze macht und immer so Fragen stellt. Ihr erinnert euch an ihn, ne? Das ist der Krypto-Typ, ne? Get mind blown. Today, I'm going to go. Aber am Ende muss man sagen, er hat halt einen Bugatti, ne? Er hat einen Bugatti und er hat die Jacob am Handgelenk. Also, Hater können haten, aber ich meine, irgendwas hat er geschafft. Go through my huge watch collection. It is a massive collection of 3 watches. Actually, guys, my watch collection is not so big. It is beautiful and I love every single watch I have. Da muss man festhalten, es geht auch nicht immer ums Geld, es geht auch nicht um Stückzahlen. Man kann auch manchmal nur 2 Uhren haben und das ist auch eine tolle Sammlung. Und man kann auch manchmal einfach nur, also darum geht's nicht, ne? Also, ja. But I do only have 3 watches. But every single watch that I buy is very special to me. I'm right now on my way home from the office. I want to show them to you guys. Alright guys, 1 minute. Here is some of the stuff. There we go. Okay, I want to show you guys all my watches. Keep watching, this is gonna be cool. So these are my watches. I am gonna go through them one by one and explain the story behind it, what I paid for them, whatever else that comes to my mind. Let's start with my first watch and then I'm gonna go to the cooler watches later. This watch is not my watch. I mean, I bought it, but it's for you guys. So this is a giveaway. I'm gonna give it away to one of my subscribers who has subscribed and pressed the notification bell. So this is a Rolex Submariner. I will talk about it more later in the video. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. $13,000 watch that
is for you guys. But let's start with this watch, because this was my first ever watch. This is a Rolex Day-Date rose gold, and it has the chocolate dial, brown dial. And ist jetzt auch nicht meine favorisierte Uhr. Ja, ist so wie es ist, ne? And let me show this to you, because I really like this watch. It was my first watch, so it means a lot to me. I don't wear it much anymore, but I love it a lot. Let me make it a bit clean. It really shines very well, in my opinion. So if I remember correctly, I believe I paid 3 Bitcoin for this. And that was back in 2019 or 2020, I believe. So 3 Bitcoin, but that was when Bitcoin was at around $7,000. So I think I paid $21,000 for this watch. It had a rose dial, and then I bought this chocolate dial because I thought this looked better than the rose dial, in my opinion. Obviously, it's a quite expensive watch, so as you can understand, I bought this when I already reached some level of success. When I was in South Korea, I was at kleine Box für die Uhr. Die hier, Rolex-Box? Ne. Alle, also der Konzessionär kann wählen, ne? Medium, Large, kann selber aus. Daytona wurde damals auch immer in einer Small ausgeliefert. Also Boxen haben nichts mit Uhren zu tun, die Boxen sind getrennt. Der kann das ausnehmen, das ausnehmen. Crypto conference, and I was there with some friends. Yeah, I already had my first crypto channel. I already made some money from sponsorships and some trading. I had a couple of investments. Okay, so spannend ist sie jetzt nicht. Saturday is an incredible watch. I absolutely love it. It was my daily watch for a very long time until I bought my Jacob & Co. that I'm gonna tell you more about in just a few minutes. So this one I paid $137,000 for. Ich glaube, kostet jetzt aktuell ein bisschen weniger, aber 120 oder so kostet sie momentan. I paid in crypto here in Dubai. In fact, all of my watches, I bought them with crypto. My cars also. It's funny, here in Dubai, guys, you can buy everything with crypto. It's amazing. And the cool thing about this watch is that it has the moon phase in there. And as you guys know, my first crypto channel was called The Moon. So that's why I thought this will be a great second watch for me. I'm not like a huge watch fanatic like that, but I always like to buy the best when I... Dafür ist die Kollektion auch gut. Wir haben immer Videos von ihm geguckt, wo er halt so heftige Uhren so mäßig und immer so, ja, vielleicht kaufe ich die und so. Deswegen, wenn es ein normaler Typ ist, weißt du, was ich meine? Ganz normaler, okay, dann ist das eine gute Sammlung. Der hat sein Geld mit Krypto gemacht. Ja, man, hier, Bitcoin, Krypto, Moon, to the Moon, immer. To the Moon und zurück hier. Weißt du, was ich meine? I buy something. So I made a lot of research. Of course, my first watch, I realized Rolex is the best watch for that price range, the Day-Date. And then when I wanted to buy something for like $100,000 or $200,000, I made some research and I realized that Patek Philippe is the best watch you can get for that price. The Nautilus is just so clean, it's so beautiful, and I like the fact that it's very kind of understated as well, because it goes under the radar if you are somewhere where people don't really know watches, right? It doesn't look like a grocery store in Sweden, which means that I was making like $1,500 to celebrate your wins, guys. These watches always come in these beautiful cases as well. That's what I like. But let's talk about the Jacob & Co. This is arguably Kunstwerk. One of the most extraordinary watches in the world. Look at that. This is just incredible. Every time I look at this watch, I get mind blown. It also has gone quite famous. I have some videos of this watch that got millions of views. In fact, the first ever video I made about this was when I went to the Dubai Mall, to the Jacob & Co. store, and I sat down and I told them, look, I want to buy a Astronomia, but more importantly, I want to buy a custom Astronomia and I want to put my name on it, I want to put my logos Guck mal, in it. das zum Beispiel, sowas, ne? So eine Aktion, das ist rich. Der Typ geht da rein, weißt du, was er dafür bezahlt hat? Boah, Junge. Aber auf der anderen Seite, ich bin mir auch sicher, der macht manchmal Geld, der steht morgens auf, baboom. Aber es kann auch natürlich runtergehen, Geld geht auch runter. Aber das hier, Jacob & Co. personalisieren, das ist schon eine Ansage. Das ist wirklich schon eine Ansage. Das kann der Herr Gebauer nicht. Oder, I want to make sure the Bitcoin logo is in there. And they said, Carl, you're crazy, but let's see what we can do. Jacob and his team sat down. They said, you know what, Carl, we've checked your profile and we would love to collaborate with you on making this watch happen. And we started thinking about what to put in the watch. And
also die Astronomia, wir hatten ja mal eine, die Solar, das ist ja die kleinere Variante, nicht mit Triple X, sondern nur normal Tourbillon. Tourbillon, nicht Triple X, sondern 2 Achsen Tourbillon. Die Uhren sind halt einfach huge. Ich kann mir das gar nicht, wir gucken gleich mal, wie es an seinem Handgelenk aussieht. Was kostet sowas? Ich sagte, der wird dafür bezahlt haben, normale Kostdings, der wird dafür bezahlt haben, wahrscheinlich 500. 550, 600. Vor allem der Jacob ist ja, also der ist ja auch nicht, der ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Der sieht das doch. Normalerweise bekommst du bei Jacob Co. immer Rabatt, immer. Der Typ ist da reingegangen, hat mit dem ein bisschen gequatscht, weißt du, dann sagt der Arabo, ja, machen wir, aber kostet natürlich mehr. Einzelanfertigung kostet natürlich mehr. This is the final product. So that first video I made already has like 1.1 million views on YouTube. I'll leave a link down below. You can see it popping up here. In the middle of this watch, you can see the moon. And that is the logo of my company, of my first crypto YouTube channel. So everything here revolves around the moon. And then you can see up here is my CryptoPunk. And that's an NFT. I bought that NFT for $1 million. Okay. Or I think it was approximately 250 Ethereum at the time. And then I have my Bitcoin logo down there. There you can see the Bitcoin logo. And on the side, you have my name, Karl Runefeld. So there's so many complications here. This is an insane watch, guys. So it is a triple axis tourbillon, and a tourbillon is a very complicated mechanic. So when there's a tourbillon in a watch, the watch immediately is like 3 times more expensive than other watches. I think most of you guys, if you know watches, you know that. Was passiert hier noch in dem Video? So you have another wheel, and if I turn this wheel, you can see that the whole sky. This is how the Jacob & Co. is delivered. And you put it in like that, and then gone. Wow. That's a pretty cool case. And I mean, for this kind of watch, it really makes sense that it comes in a very cool case. And by the way, guys, if you want to know more about the case, because there's a big film showing here as well, but I'll link a video down below that you can see on the screen here if you want to go and check that video, because the case is pretty cool. But more than 4 years ago, but the battery is empty. I was having a normal day job, and I was visualizing my dream life. I wanted to live an extraordinary life. I wanted to be wealthy and successful and have an impact in the world somehow. And I was visualizing, you know, flying private jets, traveling the world, but also I was visualizing having a Jacob & Co. So sometimes I was sitting down, and I of course didn't have a watch. I couldn't even afford an Apple Watch back then. But I imagined that I had a Jacob & Co. watch on my wrist, and I'm gonna give a big... Das ist aber auch wirklich ein Look. Guck mal, ihr müsst euch das vorstellen, okay? Wir müssen jetzt nicht darüber sprechen, ob es gut aussieht, schlecht aussieht. Er fährt seinen Bugatti in Dubai, er hat diese Uhr am Handgelenk. Wisst ihr, das ist ja das gesamte Picture. Ihr müsst das Big Picture, Galileo Big Picture sehen. Das ist ja auch, ne, Krypto, dies, das und so. Das ist der Dream. Darum folgen ihm wahrscheinlich auch Leute. Das ist der Dream von den Krypto-Leuten auch, ne? Oder auch wahrscheinlich von jedem, ne? Also, oder von vielen, nicht von jedem, aber von vielen. Shout out also to producer Michael out there, because the reason why I found out about the Jacob & Co. brand, or at least why I grew to like it so much, was because of das Ding ist riesig. Your words, your emotions, and with the law of attraction, you will attract more of what you already vibrate with. So if you feel and get inspired, and if you like it. Ja, also er hat auf jeden Fall er hat alles aus dem Video rausgeholt. Die 16 Minuten hat er auf jeden Fall richtig reingeknallt. Muss ich sagen, Heads up. Wir machen aber jetzt weiter. Karl, schönes Video.